Wir haben da im Weinviertel unseren Familienbetrieb. Unser Hauptstandbein ist der Obstbau, der umfasst ungefähr 9 Hektar. Das zweite Standbein ist nachher noch der ackerbauliche Betrieb. Das sind um die 70 Hektar, was wir da haben, mit Getreidebau, Körner, Leguminosen und so weiter, was man dann auf einem biologischen Ackerbaubetrieb jetzt so anbaut, mit Luzerne und Kleegräsern. Wir sind im Prinzip drei Arbeitskräfte, die hier auf dem Betrieb arbeiten. Das bin ich und meine Eltern. Wir haben teilweise noch Saisonarbeiter und Erntehelfer. Nachher eben zu den Spitzenzeiten, wenn Apfelernte ist, beschäftigen wir nachher noch zusätzlich so um die 20 bis 25 Leute. Ja, die Methoden, was wir verwenden, zum Beispiel gegen einen Apfelwickler, der jetzt im biologischen Apfelanbau, also im allgemeinen Anbau von Äpfeln jetzt der Hauptschädling ist, wäre zum Beispiel die Verwirrung mittels Pheromone. Das heißt, das funktioniert so, dass Pheromondispenser in der Anlage aufgehängt werden und dadurch die Apfelwickler, Weibchen und die Männchen nicht zusammenfinden und somit keine Nachkommen produzieren können. Und dadurch wird es verhindert, dass es eben nachher den wurmigen Apfel quasi gibt. Das funktioniert relativ gut, wird teilweise sogar von den konventionellen Bauern nachher abgekupfert. Die verwenden diese Maßnahmen teilweise auch schon. Wenn das nicht funktioniert oder wenn das nicht ausreicht, um die Population klein zu halten, gibt es auch noch einen Apfelwickler-Virus. Das ist wie ein Schnupfenvirus, nur gegen einen Apfelwickler halt. Der wirkt auch nur gegen einen Apfelwickler und sonst nichts. Also ist auch nicht für den Menschen gefährlich, sondern ist einfach eine Krankheit gegen den Apfelwickler und ja, auf das hinauf stirbt er halt dann. Gegen andere Schädlinge, zum Beispiel auch Blattläuse, gibt es auch im Apfelanbau. Gibt es nachher verschiedene Samenöle, von Neemsamenöl zum Beispiel. Auch gegen spezifische Schädlinge nachher Bitterholzextrakte und viele Pflanzenextrakte und natürliche Mittel, was uns zur Verfügung stehen. Wichtig ist halt auch die Förderung von Nützlingen, Biodiversitätsmaßnahmen, dass man Sträucher in der Anlage hat, Steinhaufen beispielsweise oder auch Nistkästen für Vögel, dass man eben die ganze Biodiversität fördert und auch viele Nützlinge in der Anlage hat und die natürlich auch nachher schont. Ja, der Vorteil der biologischen Wirtschaftsweise ist, dass wir eigentlich auf synthetische Düngemittel verzichten können. Das heißt, der enorme Energieaufwand und Aufwand an fossilen Brennstoffen, was da reingesteckt wird, fällt hier in der biologischen Wirtschaftsweise weg. Wir arbeiten hier nur mit natürlichen Mitteln und auch Bodenbegrünungen für die Nährstoffversorgung unserer Pflanzen. Meine Erfahrungen als Forschungsassistent in der Wissenschaft an der Uni waren nicht so weit, dass im Prinzip eigentlich im Biosektor noch sehr viele offene Fragen bestehen und noch sehr viel Forschungsbedarf eigentlich besteht. Es scheitert oftmals daran an der Finanzierung. Das Problem ist, dass normal in der Forschung viel Gelder verwendet werden von Pflanzenschutzmittelkonzernen, was im Biosektor jetzt nicht wirklich möglich ist, dadurch, dass es so eine Marktnische ist und natürlich sich mit Nützlingen jetzt sehr schwer eher Geld zu verdienen lässt. Ich glaube, dass sich viele Landwirtschaftler dafür fürchten, dass das Produktionsrisiko in der biologischen Landwirtschaft größer ist als in der konventionellen, oder dass sie es zumindest glauben. Es ist handelbar, also man kann es schaffen. Man muss halt genauer nachdenken über seine Kultur, was man hat und welche Probleme es auftauchen können. Man hat jetzt wenig Maßnahmen, die man sofort ergreifen kann, wenn ein Problem auftaucht. Aber im Prinzip, wenn man zeitgerecht dran ist, kann man alles lösen. Und ich glaube, dass viele auch wirklich Vorbehalte sind, was einfach die Angst schüren, dass die Bauern nachher auf die biologische Landwirtschaft umsteigen wollen.